Age of Mythology Retold. Lange Zeit war das nur ein großer Name, ein Versprechen. Aber mittlerweile wissen wir einiges über das Spiel und das wollen wir uns heute zusammen anschauen. Vielleicht fangen wir einfach mit den Basics an. Retold wird eine Neuauflage des altbekannten Echtzeitstrategie-Klassikers Age of Mythology sein. Doch das Ganze wird nicht einfach refurbished, sondern komplett neu zusammengebaut. Im Grunde ist das wie wenn ein neues Smartphone vorgestellt wird. Im Kern ist es immer noch dasselbe, aber es kommen ein paar Extras oben drauf. Nice. Tja, und wer schraubt das Ganze zusammen? Wie heißen die Entwickler? Ja, ich bin gleich soweit. Die gibt's auch noch. Da wären zu nennen World's Edge, Forgotten Empires, Tantalus Media, Capture Age, dazu kommen wir noch, Virtuos Games, hier zuständig hauptsächlich für die Konsolenversion und gepublished wird durch die Xbox Game Studios. Gut, haben wir es jetzt. So, und jetzt das Ganze nochmal zum Mitschreiben. World's Edge ist ein Studio im Eigentum der Xbox Game Studios. Mit der Gründung im Juni 2019 sind sie dazu beauftragt, das Age of Empires Franchise und die externen Entwicklerstudios zu beaufsichtigen. Dazu gehören Forgotten Empires, die als engagierter Age of Empires 2 Modder den Aufstieg in die Gaming-Industrie geschafft haben und an bisher allen Age of Empires Titeln außer Age of Empires 4 maßgeblich beteiligt waren. Zu ihrem eigenen Unglück zählt dazu auch der unter Kennern verrufene Extended Edition Tale of the Dragon DLC, welcher damals aufgrund des massiven Zeitdrucks niemals in einen angemessenen Stand gebracht werden konnte. Aber ich denke, wir können uns sicher sein, dass man dahingehend im Hinblick auf Retold auch bei Microsoft eine Lektion gelernt haben wird. Und die lautet wahrscheinlich, manchmal zahlt es sich aus, ein klein wenig länger zu warten. But it has remained the stuff of myth. Und Capture Age, ebenfalls vormalig ein Fanprojekt, das ist ein Tool entwickelt für Age of Empires 2, was ermöglicht, aufgenommene Partien im Nachhinein sich nochmal anzuschauen, zu analysieren, vor- und zurückzuspulen, etwas ganz Neues und auf bestmögliche Art und Weise zu genießen. Wenn also Capture Age als Entwickler gelistet ist, und das sind sie, können wir solche Features auch für die Zukunft von Age of Mythology Retold erwarten. Und damit sind wir schon bei den Inhalten. Das Aussehen und die Animationen aller Einheiten und Gebäude werden general überholt. Das haben sie in den bisherigen Spielen der Reihe sehr gut hinbekommen und darauf kann man sich freuen. Helden werden besser von anderen Einheiten identifizierbar. Schiffe und vielleicht auch Gebäude erhalten neue Zerstörungsanimationen wie in Age of Empires 3. Und Titanen werden möglicherweise abwechslungsreicher, je nach dem gewählten Hauptgott. Der Soundtrack wird symphonisch neu aufgenommen. Damit meinen sie wohl die altbekannten Musikstücke, aber etwas weicher und abgerundeter. Atlanta und Chinesen sind fest eingeplant, letztere aber in stark überarbeiteter Form. Bisher sehen wir allerdings nichts von den Chinesen auf der Steam-Seite oder sonst irgendwo, weshalb stark anzunehmen ist, dass diese als DLC veröffentlicht werden. Retold wird einen neuen Spielmodus einfügen, der sich Arena der Götter nennt. Die Beschreibung sagt uns das folgende. Fordern Sie das Labyrinth in den brandneuen Prüfungen der Götter im Einzelspieler- und Koop-Modus heraus. Sammeln Sie mächtige Gaben, schließen Sie sich Ihren Freunden an und stellen Sie sich neuen Herausforderungen, um die Arena zu überwinden, in der die Götter selbst kämpfen. Dieser Spielmodus hört sich sehr nach einem Konzept an, was man in Age of Empires 2 mit dem Battle Royale Modus eingekauft hat. Nämlich, dass man einen Modus hat, in dem es nur ums Herumrennen und Kämpfen geht, in dem die Ökonomie nicht so wichtig ist und das Ganze demnach deutlich einsteigerfreundlicher gestaltet. Das könnte dann zum Beispiel vergleichbar sein mit Titan Quest, Diablo. Ob wir tatsächlich 3D-Modelle der Hauptgötter oder Untergötter erhalten und in diesem Spielmodus bekämpfen werden, das ist allerdings eine Frage, die bisher noch offen bleiben muss. Ebenfalls zu erwarten ist eine Kunst des Krieges Einführung, so wie sie bereits aus Age of Empires 2 und Age of Empires 3 kennengelernt haben. Die alten, liebgewonnenen Kampagnen sind höchstwahrscheinlich 1:1 im neuen Stil und Erscheinungsbild aufbereitet und nacherzählt.
Angesichts der hohen Ähnlichkeit der Screenshots der neuen mit den alten Kampagnenmissionen kann man auch auf eine rückwirkende Kompatibilität hoffen, sodass alte Szenarios aus vorherigen Versionen des Spiels immer noch importiert werden können. Und natürlich wird es auch weiterhin einen Single- und Multiplayer mit Zufallskarten geben, dem bis zu 12 Spieler oder AIs beitreten können. Von einer neuen Engine erwarten wir natürlich auch eine bessere Performance. Leider aber auch viel höhere Systemanforderungen. Wenn es sich um die Age of Empires 3 Engine handelt, dann ist das Ganze eher GPU-lastig. Unklar bleiben dabei die Fragen, funktioniert der Mehrspielermodus inzwischen schon ruckelfrei? Und ist die Wegfindung der Einheiten endlich akzeptabel? Wird es ein Matchmaking und eine PvP-Leiter geben? Inwieweit ist die AI verbessert? Und inwieweit werden Quality-of-Life-Änderungen übernommen werden? Autocue? Oder ausgebaut werden? Hotkeys. Und wenn wir schon bei Änderungen sind, dann können wir auch gleich über die Dinge sprechen, die sich definitiv ändern werden. In Age of Mythology Retold werden die Spezialangriffe der mythischen Einheiten auf Knopfdruck kontrollierbar. Eine weitere große Änderung betrifft die Götterzauber und die damit verbundenen Timings. Anstelle dass diese nur einmal eingesetzt werden können, erhalten alle Götterzauber einen Cooldown. Ein weiteres Beispiel ist, dass sich Titanen fortan über Gewässer hinweg setzen können, dass es insgesamt mehr Einheiten geben wird, Raum für neue Strategien im klassischen Zeitalter, was auch immer das bedeutet, und all das zusammengenommen natürlich auch eine neue Meta für sämtliche Turniere und Ranglisten. Nun, und die Turniere, die wird es ganz sicher geben, worin sich dann zeigen wird, ob die neuen Spielmechaniken zu einem besseren Fluss des Spiels beitragen können und ob das Ganze mehr Spaß zum Zuschauen ist, als es vorher war, unabhängig von ausschließlich den optischen Neuerungen. Damit beschließe ich dieses Video. Mein Name ist Jehator und wir sehen uns in der Zukunft von Age of Mythology Retold. Prostagma, 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 Malista. Prostagma, 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 Malista.